Ich zeige euch heute 15 unterbewertete Qualitätsaktien aus Deutschland. Und Qualitätsaktien ist ja auch so ein Buzzword, wo jeder was anderes drunter versteht. Und ich definiere es für dieses Video mal so. Also das Handelsland muss auf jeden Fall in Deutschland liegen. Das Fair Value von Investing Pro muss größer 0 sein. Das heißt, es muss ein Upside-Potenzial geben. Die Analysten müssen auch sagen, es gibt ein Upside-Potenzial. Die Marktkapitalisierung muss für dieses Video mal größer sein als 500 Millionen, um keine wirklich kleinen Unternehmen hierbei zu haben. Das Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren muss mindestens noch 2% im Schnitt betragen. Das heißt, die Firmen müssen weiter wachsen. Der Gewinn ebenfalls. Und der ROIC, also die Rendite auf das eingesetzte Kapital, was viel über die Profitabilität eines Unternehmens aussagt, die muss größer sein als 10%. Also der ROIC muss größer sein als 10%. Die Verschuldung, die muss auch moderat sein. Das heißt, die Schulden dürfen kleiner sein als das Eigenkapital. Die Gesamtschulden im Verhältnis zum EBITDA, die dürfen auch nur kleiner sein als 2-mal das EBITDA. Und die operative Gewinnmarge, die muss mindestens 10% betragen. Das heißt, wir filtern hier wirklich hart auf Qualität. Und so definiere ich das jetzt halt mal für dieses Video und los geht's. Denn während wir derzeit ja von vielen Insolvenzen und schlechten Geschäftszahlen der deutschen Unternehmen hören, gibt es dennoch starke, profitable Unternehmen, auf die sich wirklich ein genauerer Blick mal lohnt. Und von allen deutschen Aktien, die bei Investing Pro vertreten sind dadurch 15 von 780 noch bei herausgefiltert worden. Diese 15 gehen wir jetzt Stück für Stück durch. Sortiert nach dem Upside-Potenzial, das heißt, die mit dem geringsten Upside-Potenzial kommen am Anfang und mit Verlauf des Videos werden die Upsides immer höher. Wie immer ist das hier auch keine Anlageempfehlung. Ich analysiere Aktien mit euch. Überlegt bitte immer selbst, in was ihr investiert. Führt eure eigenen Recherchen durch. Und da ich immer sehr viel Arbeit, aber auch sehr viel Freude in meine Videos stecke, dann freue ich mich besonders, wenn ihr mir ein Gefällt mir gebt und auch meinen Kanal abonniert, wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt. Unternehmen Nummer 15, das ist die Secunet Security Networks AG mit Sitz in Essen. Das ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. Da werden Hardware, Software und auch Beratung für besonders sichere IT-Infrastrukturen geliefert. Vom klassischen VPN-Gateway bis hin zu sicheren Cloud- oder auch Verschlüsselungstechnologien. Der Fokus liegt eher auf anspruchsvollen Kunden, auf öffentlichen Verwaltungen, also wo besondere Sicherheitsvorkehrungen einfach nötig sind, bei Behörden, bei Ministerien, Verteidigung, Polizei und so weiter. Aber auch große Unternehmen aus Industrie, dem Gesundheitswesen, Automotive und so weiter sind deren Kunden. Und Secunet übernimmt für viele dieser Kunden halt die komplette IT-Infrastruktur, inklusive Beratung, Implementierung, Wartung, aber auch Schulung. In den letzten Jahren hat das Unternehmen echt stark profitiert vom wachsenden Bedarf an Cybersecurity und Digitalisierung auch in der öffentlichen Verwaltung. Rund 91% erwirtschaften sie durch den öffentlichen Sektor und nur 9% der Umsätze durch den privaten Sektor. Regional sind sie überwiegend in Deutschland tätig zu 90% und nur 10% im Ausland. Sie haben eine Marktkapitalisierung von rund 1,2 Milliarden Euro. Der Umsatz, der beträgt momentan 433 Millionen, bei einem Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren im Schnitt von 12,4%. Und auch die operative Gewinnmarge beträgt 11,1% und der operative Gewinn ist in den letzten 5 Jahren um 5,1% im Schnitt gestiegen. Sie bieten eine Dividendenrendite an von derzeit 1,5%. Und das Dividendenwachstum beträgt auch 15,9% in den letzten 5 Jahren. Die Ausschüttungsquote von 55,3% ist schon etwas höher, aber da ist immer noch ein bisschen Luft nach oben und das Unternehmen kann sich die Dividende damit auch leisten. Die Rendite auf das investierte Kapital, also ROIC, das ist immer die Rendite aus Fremd- und aus Eigenkapital, die beträgt 21,7%. Das ist auch ein sehr guter Wert. Gesamtschulden zum EBITDA sind nur das 0,3-fache, also das Unternehmen könnte in ungefähr 4 Monaten komplett die ganzen Schulden tilgen. Das KGV ist etwas höher mit 36,9 und Aktien zurückkaufen tun sie gerade nicht. Im Kursverlauf, da hatten wir mal so einen Peak im Jahr 21/22 und dann ist die Aktie wieder etwas eingebrochen und zuletzt wieder etwas angestiegen. Insgesamt hätten wir aber auf die letzten 10 Jahre eine Rendite von 841% in Form von Kurswachstum erlangt. Die Analysten sehen hier ein Upside, also ein Kursziel von 220 Euro. Der aktuelle Kurs steht bei 183,20 Euro. Das Fair Value bei Investing Pro wird auf 186 Euro geschätzt und damit durch die Berechnungsmodelle ein Upside von 2% gesehen, was die Aktie aktuell unterbewertet ist. Unternehmen Nummer 14, das ist die Elmos Semiconductor AG. Die entwickeln und produzieren spezialisierte Mixed-Signal-Halbleiter für die Automobilindustrie.
Die Chips, die steuern halt die Sensoren, die Motoren, die Lichtsysteme, die bieten Fahrerassistenzfunktionen an und viele Komfort-Features, die man so in Autos findet. Das Unternehmen sitzt aber auch sehr tief in der Automobilnische. Sie haben hohe Anforderungen, lange Produktzyklen, stabile Kundenbeziehungen aber auch. Die Kundenseite besteht fast ausschließlich aus diesen Tier-1-Automobilzulieferern und großen OEMs. Geografisch ist das Geschäft klar global verteilt, da die Halbleiter in Fahrzeuge auch weltweit verbaut werden. Von ihrer Marktkapitalisierung her liegen sie bei etwas über 1,6 Milliarden Euro. Der Umsatz beträgt 559 Millionen und der Umsatz ist in den letzten 5 Jahren um 16,3% im Schnitt gestiegen. Die operative Gewinnmarge beträgt 28,1% und ist auch im Laufe der Zeit noch profitabler geworden. Die Dividendenrendite beträgt nur 1%. Aber das Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre im Schnitt über 10%. Sie schütten nur 13,8% an Dividende aus, was noch heißt, da ist genug Luft nach oben. Der ROIC beträgt 16,8%, ist aber in letzter Zeit wieder etwas geschrumpft. Die Gesamtschulden im Verhältnis zum EBITDA betragen das 0,5-fache, also sie haben nur die Hälfte an Schulden, wie sie EBITDA erwirtschaften pro Jahr und hätten damit die Schulden in einem halben Jahr getilgt. Sie liegen bei einem KGV von 13,3 und kaufen derzeit auch keine Aktien zurück. Im Kursverlauf sehen wir eigentlich eine schöne Verteilung von links unten nach rechts oben. Ein wenig volatil ist der Aktienkurs, aber wir hätten auf die letzten 10 Jahre auch über 618% an Kursgewinn damit erwirtschaftet. Das Fair Value hat ein Upside von 4,5% laut der Berechnungsmodelle und die Analysten sehen ein Kursziel von 99,67 € voraus. Der Kurs aktuell liegt bei 96 €, also die Analysten sehen das recht fair. Unternehmen Nummer 13 ist Durational AG. Die dürfte der ein oder andere von euch vielleicht sogar schon kennen. Sie bieten nämlich hochwertige automatisierte Profi-Kochsysteme für Großküchen an und bedienen damit gastronomische Kunden, Hotels, Systemgastronomie, Kantinen, aber auch das Gesundheitswesen und Catering-Unternehmen. Ihr Zielmarkt ist dabei halt die professionelle Küche und Effizienz- und Automatisierungslösungen rund um die Küche. Sie sind stark in Europa, aber auch in Nordamerika vertreten und sind global präsent. Sie sind auch der Weltmarktführer mit hoher Preissetzungskraft in diesem Küchenbereich und sie haben eine extrem loyale Kundschaft. Durational hat eine Marktkapitalisierung von über 7 Milliarden. Sie erwirtschaften einen Umsatz von knapp 1,2 Milliarden Euro und das Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren betrug über 7% im Schnitt pro Jahr. Auch die operative Gewinnmarge liegt relativ hoch bei 26,8% und ist sehr stabil auch im Laufe der Zeit hoch geblieben. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 2,4% und das Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre liegt bei 7,3% im Schnitt. Sie schütten 66,9% aus, das ist schon etwas höher und liegt schon hart an der Grenze. Die Gesamtschulden im Verhältnis zum EBITDA liegen quasi bei 0, also sie sind ziemlich schuldenfrei. Das KGV beträgt derzeit 27,7, ist aber im Laufe der Zeit auch etwas gesunken, also sie sind günstiger bewertet geworden. Die Aktienrückkaufrendite liegt derzeit auch bei 0, sie kaufen keine Aktien zurück. Der Kursverlauf ist auch relativ volatil, zeigt zwar einen leichten Trend von links unten nach rechts oben, aber wir hätten auf die letzten 10 Jahre einen Kursgewinn von 75,5% ungefähr erreicht. Ist jetzt kein High-Grower im Portfolio, dennoch hätten wir eine positive Rendite damit erwirtschaftet. Das Fair Value Upside liegt derzeit laut Berechnungsmodelle bei 5,5% Upside-Potenzial. Der aktuelle Kurs liegt bei 621 €. Analysten sehen aber auch noch ein großes Upside und prognostizieren einen Kurs in nächster Zeit von 752 €. Unternehmen Nummer 12 ist ein Vermögensverwalter, nämlich die DWS Group mit Sitz in Frankfurt. Sie bieten institutionellen, aber auch privaten Anlegern Investmentfonds, ETFs, Immobilien, Renten, Multi-Asset und alternative Investments an. Also so das volle Spektrum an Anlagelösungen. Bekannt sind sie auch über ihre Marke X-Trackers, die kennt ihr bestimmt auch. Und sie betreiben damit eine der großen ETF-Plattformen in ihrem Geschäftsbereich. Hauptkunden sind aber Pensionsfonds, Versicherer, Banken, Stiftungen, Unternehmen, aber auch Privatanleger weltweit. Sie agieren global mit Niederlassungen in Europa, in Amerika, in Asien und verwalten per Ende 2024 über 1000 Milliarden € an Assets. Die DWS Group hat eine Marktkapitalisierung von über 10 Milliarden €. Der Umsatz beträgt 4,36 Milliarden
und der Umsatzwachstum auf die letzten 5 Jahre im Schnitt liegt bei 3,6%. Ihre Marge auf das Operating Income liegt bei 29%, das ist auch schon gut. Der Gewinn ist auch in den letzten 5 Jahren im Schnitt um über 6% gestiegen. Sie bieten eine Dividendenrendite von derzeit 4,2% an, das ist schon sehr üppig. Und das Wachstum auf die Dividende in den letzten 5 Jahren betrug auch 8,9% im Schnitt. Die Ausschüttungsquote wird jetzt hier auf der Grafik nicht angezeigt, aber sie lag zuletzt relativ hoch bei über 87%. Und das ist schon sehr an der Grenze. Aber sie sind recht profitabel und der ROIC, der ist auch in letzter Zeit nochmal gestiegen auf mittlerweile 12,5%. Die Gesamtschulden zum EBITDA sind sehr gering und liegen nur bei 0,1 mal EBITDA. Und das KGV beträgt 12,9. Sie haben derzeit eine Aktienrückkaufrendite von 0, also kaufen keine eigenen Aktien zurück. Der Aktienkurs zeigt wieder eine schöne Performance an und wir hätten in den letzten 10 Jahren 167,36% an Kurswachstum damit eingefahren. Vom Fair Value Upside liegen wir hier bei 6,2% Upside-Potenzial durch die Berechnungsmodelle. Der aktuelle Kurs liegt bei 52,40 Euro. Die Analysten sehen 57,74 Euro voraus und sehen damit auch noch ein leichtes Aufwärtspotenzial. Unternehmen Nummer 12 ist die GEA Group AG. GEA ist einer der weltweit größten Anbieter von Prozesstechnik für Maschinen, für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen liefert die Anlagen für die Produktion, für die Verarbeitung, für die Kühlung, für die Verpackung und auch für die Automatisierung von Prozessen. Kunden sind dabei große Lebensmittelkonzerne, Molkereien, Brauereien, Pharmahersteller und Chemieunternehmen. Das Geschäft ist dabei global verteilt, aber mit starken Anteilen in Europa, aber auch in Asien und in Nordamerika. GEA profitiert derzeit von langfristigen Trends wie Hygiene, Effizienz, Automatisierung und auch nachhaltiger Produktion. GEA hat eine Marktkapitalisierung von über 9 Milliarden, sie erwirtschaftet Umsatz von über 5 Milliarden und das Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren im Schnitt betrug über 2%. Sie erwirtschaften eine Marge auf das Operating Income von 11,3% und das Operating Income ist auf die letzten 5 Jahre auch im Schnitt um 39,1% gestiegen. Sie bieten eine Dividendenrendite von derzeit 2% an. Sie ist aber ein wenig gesunken, es gab auch mal eine Kürzung. Die Ausschüttungsquote beträgt 46,1%, das ist noch so im Rahmen, ist okay. Und der ROIC, der zeigt eine Profitabilität hier von 18,4% an. Die Gesamtschulden im Verhältnis zum EBITDA sind auch ziemlich gering mit dem 0,3-fachen, also hätten sie auch innerhalb weniger Monate schon die Schulden theoretisch getilgt. Das KGV liegt derzeit bei 22 und Aktien kaufen sie auch ab und zu mal zurück. Es gibt immer mal wieder so Wellen an Aktienrückkäufen. Derzeit haben sie eine Aktienrückkaufrendite von 1,9%. Der Kursverlauf ist auch etwas volatiler, ist jetzt auch nicht so ein Highgrower, aber wir hätten in den letzten 10 Jahren 96,4% Rendite damit erwirtschaftet an Kurswachstum. Das Fair Value Upside liegt bei 7,2% derzeit. Die Analysten sehen einen Kurs von 61,04 Euro voraus und aktuell liegt der Kurs bei 57 Euro, also sehen auch die Analysten noch ein kleines Aufwärtspotenzial. Mit Unternehmen Nummer 10 kommen wir zu MTU Aero Engines. Das ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller und Dienstleister. Das Unternehmen entwickelt, das fertigt und wartet Flugzeugtriebwerke für die zivile, aber auch für militärische Flugzeuge. In vielen Programmen arbeitet MTU als Partner großer Hersteller wie Pratt & Whitney oder auch General Electric. Umsatztreiber sind zum einen der Ausbau moderner Antriebssysteme, insbesondere auch für so Mittelstreckenjets, zum anderen aber das hochprofitable Wartungs- und Reparaturgeschäft. Kunden sind dabei die Flugzeughersteller, Airlines, Militär, aber auch staatliche Auftraggeber. Das Geschäft ist global verteilt, mit starker Abhängigkeit vom internationalen Luftverkehr jedoch. MTU hat eine Marktkapitalisierung von ungefähr 18 Milliarden Euro. Sie erwirtschaften einen Umsatz von 8,5 Milliarden Euro im Jahr. Das Umsatzwachstum auf die letzten 5 Jahre im Schnitt betrug fast 10%. Auf das Operating Income haben sie eine Marge von 12,7%. Das Operating Income ist in den letzten 5 Jahren um 5,8% im Schnitt gestiegen. Sie bieten eine Dividendenrendite, eine kleine Dividendenrendite von 0,6% an. Aber das Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre im Schnitt ist auch negativ, also es ist jetzt keine Aktie für Dividendeninvestoren. Das Dividendenwachstum derzeit liegt bei 10%, also sie haben wieder ein wenig angehoben, aber da ist jetzt nicht so die Konsistenz in Dividendensteigerung drin.
Die Ausschüttungsquote ist aber sehr gering und liegt nur bei 12% und bietet noch jede Menge Luft nach oben. Der ROIC liegt bei 12,7%, ist auch in letzter Zeit wieder höher geworden. Im Verhältnis zum EBITDA sind sie mit dem 1,7-fachen verschuldet. Das ist schon etwas höher, aber immer noch nicht im kritischen Bereich. Sie haben ein KGV von derzeit 20,4 und das KGV ist auch günstiger geworden. Sie kaufen derzeit keine Aktien zurück, deswegen haben wir hier eine Aktienrückkaufrendite von 0. Im Kursverlauf sehen wir auch einen schönen von links unten nach rechts oben Trend, auch mit etwas Schwankungen drin, aber wir hätten in den letzten 10 Jahren eine schöne Rendite von 324,6% damit eingefahren. Das Fair Value Upside durch die Berechnungsmodelle wird bei 8,1% berechnet. Beim derzeitigen Kurs von 341,60 Euro sehen die Analysten auch noch ein Aufwärtspotenzial, denn sie prognostizieren ein Kursziel von 410 Euro im Schnitt. Mit Unternehmen Nummer 9 kommen wir mal in einen völlig anderen Geschäftsbereich, nämlich in die Lotteriebranche. Und zwar sind wir hier bei Seal Networks SE. Das ist eine deutsche Online-Lotteriegruppe mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen vermittelt staatlich lizenzierte Lotterien über das Internet, vor allem über die Marken Lotto24 und Tipp24. Also organisiert zusätzlich auch eigene Lotterien und Glücksspielangebote. Seal tritt dabei als Vermittler auf, verkauft also keine eigenen Jackpots oder sowas, sondern fungieren als Brücke zwischen den Kunden und den staatlichen Lotteriegesellschaften bzw. auch zugelassenen Glücksspielanbietern. Dadurch verzichtet es auf eigenes Risiko und verdient Provisionen oder Gebühren für jede vermittelte Teilnahme an diesen Lottospielen. Sie haben eine Marktkapitalisierung von etwas über 1 Milliarde Euro und erwirtschaften einen Umsatz von 232 Millionen. Der Umsatz ist aber stark gestiegen im Laufe der letzten Zeit. Der Umsatz auf die letzten 5 Jahre ist im Schnitt um 11% gestiegen pro Jahr im Schnitt. Sie haben eine Operating Income Marge von 31,2%, was schon echt profitabel ist. Der Gewinn, also das Operating Income, ist auch um 29,8% im Schnitt in den letzten 5 Jahren angestiegen. Sie bieten eine Dividendenrendite an von 2,6%. Die Dividendenrendite ist ein wenig schlechter geworden im Laufe der Zeit, aber das liegt halt am Aktienkurs, wo, wenn ihr rechts schon mal einen kleinen Blick drauf werft, das Dividendenwachstum beträgt im Moment 18,2% anhand der letzten Erhöhung. Und auf die letzten 5 Jahre im Schnitt haben sie um 1,9% die Dividende angehoben pro Jahr. Bei einer Ausschüttungsquote von 82,8% sind wir hier aber schon hart am Limit. Der ROIC liegt bei 15,5 und sie sind auch im Laufe der Zeit profitabler geworden, wenn ihr auf den kleinen Chart da schaut. Die Gesamtschulden im Verhältnis zum EBITDA betragen das 1,1-fache und damit haben sie etwas mehr Schulden, als sie EBITDA erwirtschaften und bräuchten quasi etwas über ein Jahr, um die Schulden zu tilgen, ist aber auch noch kein kritischer Wert. Das KGV liegt derzeit bei 21,6, ist ein wenig günstiger geworden als die Jahre davor. Die Aktienrückkaufrendite liegt derzeit bei 2,4%, also sie kaufen derzeit schon aggressiv Aktien zurück. Der Kursverlauf zeigt auch einen schönen Trend nach oben und wir hätten über die letzten 10 Jahre fast 100%, also fast ein Verdoppler damit im Portfolio gehabt. Das Fair Value Upside wird bei 11,1% berechnet durch die Berechnungsmodelle. Das aktuelle Kursziel der Analysten liegt bei 66,33 Euro, während der Kurs bei 49 steht, also sehen dort die Analysten auch noch ein hohes Aufwärtspotenzial. Kurzer Einschub. Auch heute möchte ich euch wieder meinen Kooperationspartner Investing Pro vorstellen. Das ist das Subscription-Modell von investing.com. Und die bieten neben der Screener-Funktion auch noch KI-basierte Analysen, um Aktien herauszufischen, die das Potenzial haben, die Indizes outzuperformen. Es gibt diverse Strategien, pro Land auch verschiedene. Zum Beispiel für Deutschland gibt es die Alpha Germany Select Strategie, die halt große deutsche Aktien aus dem DAX auswählt, die das Potenzial haben, den DAX outzuperformen. Es gibt auch die Industrie Champions Deutschland. Und wir schauen heute mal auf die Hidden Champions Deutschland. Diese KI-Strategie, die sucht gezielt nach unterbewerteten Titeln mit robusten Fundamentaldaten und der Fokus liegt hier auf dem Value-Segment. Monatlich wird das neu gewichtet und neue Aktien finden hier den Weg hinein, die das Potenzial haben, halt outzuperformen. Und ja, jetzt für den Monat Dezember haben wir zum Beispiel die Daimler Truck dabei, Fresenius, aber auch die SAP oder die Talanx. Also sehr interessant, jeden Monat wird das neu gewichtet.
Es fliegen auch Aktien raus, die mal das Potenzial hatten, aber jetzt halt nicht mehr so profitabel angesehen werden oder nicht mehr so lukrativ, besser gesagt. Schaut echt mal rein, das Tool ist wirklich nützlich und ich habe euch auch in meinen ersten angehefteten Kommentar einen Affiliate-Link von mir platziert. Darüber bekommt ihr nochmal 15% extra über meinen Link. Wenn ihr euch auch für die REITs interessiert, dann kann ich All REITs echt empfehlen, weil die halt für REITs spezialisiert sind. Man hat hier einen Score, der REITs miteinander vergleicht und bewertet. Man sieht die ganzen Kennzahlen, die für REITs halt relevant sind, wie hier den Adjusted Funds from Operations, total, aber auch pro Aktie, inwieweit die Aktien verschuldet sind im Verhältnis zu ihrem Assetwert, die Entwicklung der vermietbaren Fläche, die Belegungsquote, wie viel Prozent der größte Tenant ausmacht. Ein paar weitere Kennzahlen kann man sich durchforsten. Man sieht die Diversifikation pro Land. Und ja, die Seite ist halt speziell für REITs ausgelegt und ich habe euch da jetzt auch einen Promocode organisiert und zwar bekommt ihr über den Promotion-Code Nicole 10 off, also OFF mit 2F, 10% Rabatt. Schaut gern mal rein. Also für REITs ist das wirklich ein cooles Tool. Ich habe euch den Link dazu auch mal direkt unten in den ersten angehefteten Kommentar und in die Videobeschreibung gepackt. Unternehmen Nummer 8 ist wieder ein etwas bekannteres Unternehmen, nämlich die Deutsche Börse AG. Sie betreiben Handels- und Infrastrukturplattformen für die Finanzmärkte. Dazu gehören der elektronische Aktienhandel an der Xetra, die Terminbörse Eurex, die Verwahrung und Abwicklung über Clearstream sowie auch Indizes wie der DAX. Das Unternehmen verdient an den Handelsgebühren, am Clearing, an der Abwicklung, an der Verwahrung, an Marktdaten und an Indexlizenzen. Die Kunden sind dabei Banken, Broker, Asset Manager, institutionelle Investoren, Unternehmen und Finanzdienstleister auch weltweit. Das Geschäft ist überwiegend in Europa ausgerichtet, aber schon global, aber das Kernökosystem liegt halt in Europa. Die Deutsche Börse AG hat eine Marktkapitalisierung von über 40 Milliarden Euro und erwirtschaften einen Umsatz von über 7 Milliarden Euro. Und der Umsatz ist auch in den letzten Jahren gut angestiegen. Im Moment stagniert er so ein bisschen auf einem hohen, aber gleichbleibenden Niveau. Der Umsatz im Laufe der Zeit in den letzten 5 Jahren pro Schnitt ist pro Jahr um 16,3% gestiegen. Die Marge auf das Operating Income beträgt sehr gute 40,9%. Die Dividendenrendite derzeit liegt bei 1,8%, ist aber auch ein wenig gesunken im Laufe der Zeit, weil der Aktienkurs halt gut angestiegen war. Das Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre im Schnitt liegt bei 7,1% und zuletzt haben sie um 5,3% erhöht. Die Ausschüttungsquote kann hier derzeit irgendwie nicht angezeigt werden, aber ich habe mal nachgeschaut, in den letzten 4 Jahren lag sie immer so bei 41% im Schnitt. Der ROIC liegt bei 12,1% und sie sind so im Laufe der Zeit auch immer gleich profitabel geblieben. Sie haben ein KGV von derzeit 20,5, wie sie bewertet sind. Und die Gesamtschulden auf das EBITDA betragen das 1,9-fache. Also ja, sie haben fast doppelt so viel Schulden, wie sie EBITDA pro Jahr erwirtschaften. Das heißt, sie bräuchten knapp 2 Jahre, um alle Schulden zu tilgen. Aktienrückkaufrendite liegt derzeit bei 0, also sie kaufen keine eigenen Aktien zurück. Vom Kursverlauf sehen wir bis zuletzt eine sehr schöne Aufwärtstendenz und ganz zum Schluss jetzt ist der Kurs noch mal ein wenig eingebrochen, aber wir hätten auf die letzten 10 Jahre eine Kursrendite von 243% mit der Deutschen Börse erwirtschaftet. Das Fair Value Potenzial durch die Berechnungsmodelle wird bei einem Upside von über 15% derzeit berechnet. Der Kurs liegt bei 224,90 Euro. Die Analysten sehen 260,54 Euro voraus und damit auch noch ein großes Aufwärtspotenzial. Mit Unternehmen Nummer 7 sind wir bei der Scout24 AG. Das ist die führende digitale Immobilienplattform in Deutschland, allen voran halt Immobilien Scout24. Sie verbinden damit die Eigentümer, die Makler, die Projektentwickler und Wohnungssuchende. Und sie verdienen über Inserate, über Vermarktungspakete, Lead-Generierung, Premium-Platzierungen und die Services rund um Miete, um Kauf, um Finanzierung und auch um Bewertung. Der Markt, der ist klar auf Deutschland ausgerichtet, da hier die Plattform auch die höchste Marktdurchdringung besitzt. Die Kunden sind halt Immobilienprofis, aber auch private Anbieter, die Reichweite und Vermarktungswerkzeuge suchen rund um Immobilien. Die Scout24 hat eine Marktkapitalisierung von über 6 Milliarden Euro. Der Umsatz, der hat wirklich eine schöne, starke, gleichmäßige Tendenz nach oben und beträgt jetzt 651 Millionen.
Der Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren im Schnitt lag bei über 10%. Sie haben eine Operating Income Marge von sage und schreibe 45%, was schon echt profitabel ist, und diese Marge war auch in den letzten Jahren immer ungefähr so hoch. Die Dividendenrendite liegt bei 1,5%, also sie schütten auch eine regelmäßige Dividendenrendite aus, und das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren betrug auch 13,4% im Schnitt. Also zuletzt wurde die Dividende auch noch um 10% angehoben. Die Ausschüttungsquote wird hier wieder nicht angezeigt, aber in den letzten Jahren so im Durchschnitt lag es bei 45%. Der ROIC, der hat eine schöne Aufwärtstendenz, das heißt, sie werden profitabler über die Jahre, und derzeit haben sie ein ROIC von 12,7%. Sie sind mit dem 0,7-fachen ihres EBITDAs verschuldet, also hätten auch in einem knapp Dreivierteljahr ihre Schulden getilgt. Ihr KGV liegt bei 27,2 und sie sind auch günstiger geworden im Laufe der Zeit, wenn ihr mal auf den kleinen Chart hier schaut. Die Aktienrückkaufrendite liegt derzeit bei 0, also sie kaufen im Moment keine Aktien zurück. Der Kursverlauf ist eigentlich sehr ansehnlich. Nur zuletzt ist er wieder ein wenig eingebrochen, aber wir hätten auf die letzten 10 Jahre 197,04%, also fast ein Verdreifacher im Portfolio gehabt. Das Fair Value Upside liegt derzeit bei 15,2%, was die Berechnungsmodelle die Aktie unterbewertet sehen. Der Kurs derzeit liegt bei 86,70 € und die Analysten sehen aber ein Kursziel von 120,29 € voraus und damit auch noch ein etwas höheres Upside. Das nächste Unternehmen ist die Mensch und Maschine Software SE. Das ist ein CAD- oder ein CAM-Softwareanbieter mit Schwerpunkt auf Digitalisierung von Konstruktions-, von Planungs- und von Fertigungsprozessen. Sie vertreiben damit Autodesk-Software, entwickeln eigene spezialisierte Branchenlösungen vor allem für den Bau, für Architektur, für Maschinenbau, aber auch für die Fertigung an und bieten dazu auch noch Schulung und Support. Kunden sind dabei die Ingenieurbüros, Architekten, industrielle Fertiger, Maschinenbauer, aber auch Bauunternehmer. Der Umsatz kommt überwiegend aus Europa, besonders hier aus den Dachregionen Deutschland, Österreich und Schweiz. Sie haben eine Marktkapitalisierung von 711 Millionen. Der Umsatz beträgt 232 Millionen, der ist aber zuletzt wieder ein wenig zurückgegangen. Der Umsatz in den letzten 5 Jahren im Schnitt ist noch um 5,8% gestiegen, aber zuletzt halt nicht mehr wirklich. Das Operating Income ist auch im Laufe der Zeit gestiegen, bewegt sich aber jetzt auf einem recht gleichbleibenden Niveau. Die Marge auf das Operating Income beträgt 19,6%, aber die Marge ist tatsächlich höher geworden, das heißt, sie werden hier profitabler. Die Dividendenrendite beträgt 1,8%. Mensch und Maschine ist ein Unternehmen, die haben auch schon öfters mal Sonderdividenden gezahlt, deswegen ist hier der Kurs ähnlich wie im Wandergebiet, hügelig. Also mal schütten sie mehr aus, mal weniger und ab und zu Sonderdividenden. Das Dividendenwachstum zuletzt lag aber bei 68,1%, also hier haben sie wieder kräftig Sonderdividenden gezahlt und auch die Dividende erhöht. Die Ausschüttungsquote zuletzt liegt bei 105,6%. Das ist schon ziemlich hoch. Also sie schütten durch die Sonderdividenden auch schon mehr aus, als sie eigentlich einnehmen. Aber sie könnten es natürlich jederzeit reduzieren. Es ist jetzt kein Unternehmen, was stetig gleichmäßig Dividende erhöht. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital, der ROIC, liegt bei 26,3%. Da sind sie ein wenig schlechter geworden zuletzt. Die Gesamtschulden im Verhältnis zum EBITDA liegen beim 0,7-fachen, also hätten sie auch in einem guten Dreivierteljahr alle Schulden theoretisch getilgt. Ihr derzeitiges KGV liegt bei 24,1, war aber schon mal wesentlich höher. Die Aktienrückkaufrendite, die ist derzeit bei 2,6%, das heißt, sie kaufen im Moment kräftig eigene Aktien zurück. Der Kurs zeigt bis zum Jahr 2022 einen schönen Aufwärtstrend und seitdem sind wir auf einem Seitwärtstrend und zuletzt ist auch der Aktienkurs noch mal ein bisschen eingebrochen. Dennoch hätten wir auf die letzten 10 Jahre eine Rendite, also einen Kursgewinn von über 400%, also von 469% damit erreicht. Der Aktienkurs derzeit liegt bei 42,40 €. Analysten sehen hier ein hohes Potenzial. Sie sehen den Kurs bei 61,75 € in Zukunft. Und auch die Berechnungsmodelle von Investing Pro sehen hier ein durchschnittliches Upside-Potenzial von 15,8%. Und damit kommen wir schon zur Top 5 der unterbewerteten deutschen Qualitätsaktien und auf Platz 5 ist die Aixtron SE. Aixtron ist ein Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie und spezialisiert auf
MOCVD-Beschichtungsanlagen. Und damit werden halt Verbindungshalbleiter hergestellt, die in LEDs, in Laserchips, in Leistungselektronik, aber auch in 5G-Technik und in E-Mobilität eingesetzt werden. Kunden sind dabei vor allem die Chip-Produzenten, LED-Hersteller und Hersteller von Leistungselektronik, aber weltweit. Das heißt, sie sind weltweit tätig. Das Geschäft ist global verteilt mit starken Anteilen in Asien, da dort der Großteil der Halbleiterfertigung auch stattfindet. Aixtron hat eine Marktkapitalisierung von knapp unter 2 Milliarden Euro. Sie erwirtschaften einen Umsatz von knapp 600 Millionen Euro und der Umsatz ist auch in den letzten Jahren gut angestiegen. Im Moment bewegt er sich auf einem hohen, aber stetigen Niveau. Der Umsatz ist in den letzten 5 Jahren um 19,5% im Schnitt gestiegen. Sie erwirtschaften eine Marge auf das Operating Income von 20,3%. Und in den letzten 5 Jahren ist das Operating Income auch nochmal um 29,4% im Schnitt gestiegen. Sie zahlen eine Dividendenrendite von derzeit 0,9%, war auch schon mal höher, ist jetzt auch nicht so der Riesenwert. Das Dividendenwachstum wird hier als nicht messbar angezeigt. Letztendlich haben sie aber in diesem Jahr die Dividende gekürzt. Sie hatten 40 Cent im letzten Jahr und 15 Cent in diesem Jahr, habe ich jetzt mal woanders nachgeschaut. Also ist jetzt kein kontinuierlicher Dividendenerhöher. Die Ausschüttungsquote derzeit liegt bei 18,6%. Das ist im Rahmen, aber sie schütten halt nicht wirklich regelmäßig in steigender Weise aus. Der ROIC liegt bei 12,2%, ist aber zuletzt ein wenig schwächer geworden. Die Gesamtschulden auf den EBITDA liegen bei quasi 0, also sie sind quasi schuldenfrei. Sie haben ein KGV von 21,1, aber keine Aktienrückkaufrendite zurzeit, also Aktien kaufen sie nicht zurück. Der Kurs, der ist auch sehr volatil. Wir hatten einen starken Anstieg bis ungefähr Ende 2023. Dann ist die Aktie ganz schön gefallen und zuletzt hat sie sich wieder ein wenig erholt. Dennoch hätten wir auf die letzten 10 Jahre 340% Kursrendite damit erwirtschaftet. Die Berechnungsmodelle von Investing Pro sehen ein Upside-Potenzial von 19,3% bei Aixtron. Die Analysten sehen ein Kursziel von 17,50 Euro, während der Kurs bei 17,13 Euro steht. Und Analysten sehen damit das Unternehmen ungefähr fair bewertet. Das nächste Unternehmen ist die Eckert & Ziegler AG. Das ist ein Spezialist für radioaktive Komponenten in Medizin und Industrie, also ein Medizintechnikunternehmen. Das Unternehmen stellt Isotope, Strahlenquellen und Geräte her, die in der Krebsbehandlung, der nuklearmedizinischen Diagnostik, der Radiopharmazie und in industriellen Messsystemen eingesetzt werden. Kunden sind dabei die Kliniken, Radiopharmazien, Pharmaunternehmen, aber auch Industrie- und Messtechnikhersteller. Geografisch ist das Geschäft international verteilt, mit starken Anteilen aber in Europa, den USA und zunehmend auch in Asien. Eckert & Ziegler haben eine Marktkapitalisierung von knapp unter 1 Milliarde Euro. Sie erwirtschaften einen Umsatz von 304 Milliarden Euro und der Umsatz ist auch in der letzten Zeit wirklich schön angestiegen. Der Umsatz im Laufe der letzten 5 Jahre ist nämlich im Schnitt um 10,6% gestiegen. Und auch das Operating Income zeigt einen schönen Aufwärtstrend, denn auch das Operating Income ist um 14,5% in den letzten 5 Jahren im Schnitt gestiegen. Eine Marge darauf haben sie von 22,7%, was auch für ein Medizintechnikunternehmen schon echt ein guter Wert ist. Das Dividendenwachstum zuletzt war negativ, aber weil sie im Jahr 2024 eine niedrigere Dividende mal ausgeschüttet haben, aber jetzt sind sie mittlerweile wieder auf dem Niveau vom Jahr davor. Deswegen ist auch die Dividendenerhöhung auf die letzten 5 Jahre im Schnitt bei minus 30%, aber im Vergleich zum Vorjahr wieder um 898% gestiegen. Ja. Bei einer Ausschüttungsquote von derzeit 26,2% ist das auch noch ein sehr gesundes Niveau. Sie haben ein ROIC von 16,9% und der ist auch in den letzten Jahren immer weiter angestiegen. Das heißt, hier werden sie auch profitabler. Die Gesamtschulden zum EBITDA, die gehen immer weiter zurück. Jetzt liegen sie nur noch bei dem 0,5-fachen ihres EBITDAs. Damit werden sie auch hier immer effizienter und können das Kapital besser für Weiterentwicklung einsetzen. Das KGV liegt nur noch bei 24,2. Es war in den letzten Zeiten auch schon mal höher. Ja, die Aktienrückkaufrendite liegt bei 0, also sie kaufen im Moment keine eigenen Aktien zurück. Der Aktienkurs, der ist auch sehr volatil. Wir hatten mal einen Peak im Jahr 2021. Wenn man den mal rausnimmt, haben wir einen leichten Aufwärtstrend. Zuletzt ist die Aktie wieder ein wenig eingebrochen.
Aber wir hätten dennoch in den letzten 10 Jahren, wenn wir investiert gewesen wären, 1145% Kurswachstum erfahren. Die Analysten sehen 22,85 € als Aktienkurs voraus. Wir stehen derzeit bei 15,60 € und die Berechnungsmodelle von Investing Pro sehen ein Upside-Potenzial von 19,7%. Auf Platz Nummer 3, da befindet sich die SÜSS MicroTec SE. Das ist ein Spezialmaschinenhersteller für die Halbleiterfertigung. Das Unternehmen entwickelt und produziert halt die Anlagen für Lithografie, für Bonding und für Beschichtungsprozesse, die in der Mikrochip, in der MEMS und in der Sensorproduktion eingesetzt werden. Kunden sind dabei die Halbleiterhersteller, Foundries, Forschungseinrichtungen, aber auch Hightech-Industrien. Das Geschäft ist global aufgestellt, mit besonders hoher Nachfrage aus Asien und aus den USA, da dort halt der größte Teil der Chipfertigung auch stattfindet. Sie haben eine Marktkapitalisierung von 648 Millionen. Der Umsatz, der hat einen sehr schönen Verlauf, gerade zuletzt nochmal gehabt, und sie erwirtschaften Umsatz von 535 Millionen derzeit. Das Umsatzwachstum ist um 15,8% gestiegen in den letzten 5 Jahren und das Operating Income sogar um 117,3%. Die Marge auf das Operating Income beträgt 16,8%. Sie zahlen uns eine Dividende aus und die Dividendenrendite derzeit liegt bei 0,9%, ist jetzt nicht die Welt. Das Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre wird jetzt hier als nicht messbar angezeigt. Man sieht aber, dass zuletzt die Dividende nochmal um 50% angehoben wurde und die Dividende auch noch nicht so lange gezahlt wird. Also sie haben erst vor kurzem dann noch angefangen, Dividende auszuschütten. Die Ausschüttungsquote liegt bei sehr moderaten 10,8%, was noch Luft nach oben bietet. Der ROIC zeigt auch eine schöne Tendenz von 19,1% im Moment und sie sind auch profitabler geworden im Laufe der Zeit. Im Moment bewegen wir uns auf einem gleichbleibenden hohen Niveau. Die Gesamtschulden im Verhältnis zum EBITDA sind im Laufe der Zeit eher zurückgegangen, zuletzt noch mal ein bisschen angehoben worden, aber die Gesamtschulden zum EBITDA sind auch nur das 0,5-fache, also hätten sie auch innerhalb eines halben Jahres all ihre Schulden getilgt. Bei einem KGV von 11,5 und zuletzt sind sie auch noch mal günstiger geworden, ist das schon ein nicht sehr hoch bewerteter Bereich. Die Aktienrückkaufrendite liegt bei 0, also sie kaufen gerade keine Aktien zurück. Der Kurs ist sehr volatil. Wir hatten einen leichten Anstieg bis Ende 2023, dann einen stärkeren Anstieg bis ins Jahr 2024 und seitdem ist die Aktie wieder leicht auf einem Abwärtstrend. Ganz zuletzt haben wir uns wieder ein bisschen nach oben bewegt. Dennoch hätten wir seit dem Jahr 2015 318% an Kurswachstum erfahren. Die Berechnungsmodelle von Investing Pro sehen derzeit ein Aufwärtspotenzial von 19,8% und die Analysten sehen den Kurs bei 47,16 €. Im Moment steht er bei 33,92 €. Also hier sehen auch die Analysten noch ein gutes Aufwärtspotenzial. Mit Platz Nummer 2 kommen wir zur MBB SE. Das ist eine mittelständische Industrieholding, die profitable andere Unternehmen übernimmt und langfristig auch weiterentwickelt und aufbaut. Der Fokus liegt dabei auf stabilen Nischenindustrien mit hohem technischen Anspruch. Das Portfolio umfasst unter anderem Industriesicherheitsunternehmen, aber auch Friedrich Vorwerk, den Maschinenbau, Papier- und Verpackungstechnik, aber auch industrielle Dienstleistungen. MBB lässt die Tochterfirmen weitestgehend unabhängig agieren und finanziert Wachstum aus eigener Kraft. Die Kunden der einzelnen Beteiligungen, die kommen vor allem aus Industrie, Energie, Infrastruktur und produzierendem Gewerbe. Geografisch ist das Geschäft stark europäisch geprägt. Einzelne Töchter von ihnen, die agieren aber auch global. Also das ist wie so eine kleine deutsche Berkshire Hathaway. Ihre Marktkapitalisierung liegt bei 947 Millionen, der Umsatz bei 1,2 Milliarden ungefähr und der Umsatz zeigt auch einen richtig schönen Trend nach oben. Und in den letzten 5 Jahren betrug das Umsatzwachstum im Schnitt 12,6%. Die Operating Income Marge liegt bei 12% und ist auch zuletzt nochmal stark angestiegen. Das Operating Income selbst ist auf die letzten 5 Jahre im Schnitt um 19,7% gestiegen. Dividende zahlen sie nur sehr gering von 0,6%. Das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren im Schnitt ist auch negativ bei minus 5,6%. Zuletzt haben sie aber wieder die Dividende um 9,9% angehoben. Die Ausschüttungsquote liegt bei 32,7%, das ist auch noch gesund. Rendite auf das eingesetzte Kapital in Form des ROICs liegt bei
10,6% und auch der ist zuletzt nochmal stark angesprungen. Das heißt, hier werden sie auch profitabler. Gesamtschulden zum EBITDA liegen nur bei dem 0,3-fachen und die Schulden gehen auch weiter zurück. Das ist auch ein sehr guter Wert. Das KGV liegt bei 17,9 und in den letzten Jahren sind sie eher günstiger als teurer geworden. Die Aktienrückkaufrendite liegt bei 0,4% derzeit, ist nicht hoch, aber immerhin kaufen sie eigene Aktien zurück. Vom Kursverlauf sehen wir eine wellenförmige Bewegung. Wir hatten schon mal ein paar Hochs im Jahr 2017, im Jahr 2021 ungefähr und jetzt sind wir wieder auf einem recht hohen Niveau. Und wir hätten in den letzten 10 Jahren ein Kurswachstum von 652% damit erwirtschaftet. Trotz hohem Kurs sehen die Analysten noch ein Kursziel von 230 Euro voraus. Wir stehen derzeit bei 175. Und auch die Berechnungsmodelle von Investing Pro sehen ein Upside-Potenzial von über 20%, von 20,6% voraus. Womit wir schon zu Platz Nummer 1 kommen, dem Unternehmen mit dem höchsten Aufwärtspotenzial. Und das ist die Fuchs SE. Fuchs ist der weltweit größte unabhängige Schmierstoffhersteller. Das Unternehmen entwickelt und produziert halt Öle, Fette, Kühlschmierstoffe und Spezialschmierstoffe für Industrie, für Automotive, für Maschinenbau, Metallverarbeitung, Energie, Landwirtschaft und viele weitere technische Anwendungen. Kunden sind dabei Automobilhersteller, Zulieferer, Industrieunternehmen, Werkstätten, Bergbau, Transport und auch Logistik. Das Geschäft ist global aufgestellt, aber mit starker Präsenz in Europa, in Nordamerika, aber auch in Asien. Fuchs profitiert vom Industriewachstum, von höherer Technikanforderung und Spezialschmierstoffen mit höherer Marge. Die Marktkapitalisierung von Fuchs liegt bei knapp 4,5 Milliarden Euro. Sie erwirtschaften einen Umsatz von knapp etwas über 3,5 Milliarden Euro und der Umsatz ist zuerst leicht angestiegen, seitdem bewegen wir uns auf einem leicht steigenden Niveau. Der Umsatzwachstum in den letzten 5 Jahren im Schnitt betrug 6,5%. Die Marge auf das Operating Income liegt bei 12% und auch das Operating Income ist um 6% im Schnitt pro Jahr gestiegen in den letzten 5 Jahren. Sie zahlen eine Dividendenrendite von 3,1% und das Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre lag im Schnitt bei 3,2%. Zuletzt haben sie die Dividende um 5,4%, nochmal etwas mehr angehoben. Bei einer Ausschüttungsquote von 51,9% ist das auch noch in einem moderaten Rahmen, jetzt nicht besonders niedrig, aber auch noch nicht so hoch. Die Rendite auf das investierte Kapital, der ROIC, liegt bei 15,1%. Die Gesamtschulden im Verhältnis zum EBITDA sind nur das 0,2-fache, also sie hätten auch innerhalb weniger Monate schon alle Schulden getilgt. Mit einem KGV von 15 sind sie derzeit bewertet und wenn man den kleinen Kurs hier mal anschaut, das KGV ist auch günstiger geworden im Laufe der Zeit. Eine Aktienrückkaufrendite haben sie derzeit von 0,0%, also gar keine Aktien, aber man sieht auch, dass sie zuletzt auch mal ein Aktienrückkaufprogramm hatten und auch ab und zu mal Aktien zurückkaufen. Der Kurs, der ist seit Jahren auf einem Seitwärtstrend und auch etwas volatiler. Wir hätten seit 2015 in den letzten 10 Jahren nur eine Rendite durch Kursgewinn von 13% erlangt. Das ist nicht die Welt. Das Aufwärtspotenzial der Analysten ist jedoch relativ hoch, weil wir haben eine Analystenschätzung des Kursziels von 50 Euro. Der Kurs steht bei 37,98 Euro und auch die Berechnungsmodelle von Investing Pro sehen ein Upside-Potenzial von 31,1% bei der Fuchs. Ja, das Jahr ist jetzt fast zu Ende und ich bedanke mich recht herzlich für das Zuschauen in diesem Jahr und für die vielen Kommentare und für die Abos auf meinem Kanal. Jetzt habe ich mittlerweile schon fast 1500. Vielen lieben Dank dafür. Mir bedeutet jedes einzelne enorm viel. Ich wünsche euch ein richtig schönes, neues, gutes Jahr 2026. Sehr viel Erfolg an der Börse, Gesundheit, Glück, alles, was ihr euch selbst wünscht. Und ich hoffe, ihr schaut mir auch nächstes Jahr weiter zu, denn ich habe viele tolle Videos schon in der Pipeline. Also, das waren meine 15 unterbewerteten deutschen Qualitätsaktien. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr in einem davon bereits investiert seid oder welches euch besonders interessiert. Dann kann ich auch gerne mal ein Unternehmen davon im Detail vorstellen und eine Aktienanalyse darüber machen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Habt einen schönen, guten Start ins neue Jahr und bis dann. Ciao, ciao.